Hallo und herzlich willkommen. Heute werden wir den Kompost in diesem Beutel verwenden, um Eroniepilze zu züchten. Wir brauchen einen Eimer mit Deckel und 100 Gramm Körnerbrut. Wir gießen den gesamten Inhalt des Beutels in den Eimer. Wir brauchen 1,5 Liter heißes Wasser. Wir mischen es sofort mit einem sauberen Löffel, damit es keinen trockenen Ort gibt. Wir schließen den Deckel und schütteln ein wenig, wie Sie sehen können, schwoll es sofort an. Wir nehmen dieses erste Gas heraus. Wir schließen es wieder, wir werden es 2 Stunden lang nicht öffnen, also sollte es 6 Stunden so bleiben. Wir werden warten, bis sein Kompost all das Wasser aufgenommen hat. Unser Kompost hat lange genug gewartet. Jetzt stopfen wir sie in unsere Taschen. Ich habe 3 Tüten gefüllt und werde ein Plastikstück in die Mitte legen, weil ich Samen nach dem Autoklavieren dort lassen werde. Wir haben eine Metallplatte unten angebracht. Wenn das Wasser, das wir hineingegeben haben, ausgeht, es wird nicht zulassen, dass die Beutel den Boden des Topfes berühren. Ich stelle einen Teller darauf, damit es das Überdruckventil nicht schließt. Ich erhöhe den Druck auf hoch und stelle ihn auf den Herd. Ich werde es auf dem Herd erhitzen, bis es bei starker Hitze als Dampf austritt. Nachdem der Dampf austritt, schalten Sie das Feuer auf schwache Hitze und weitere 60 Minuten auf dem Herd stehen lassen. Sie blieben bis zum Morgen im Topf. Ich nahm sie einfach heraus, ich putze sie sofort, ohne ihren Mund zu öffnen. Unsere Körnerbrut wiegt etwa 100 Gramm, aufgeteilt in 3 Beutel zu je ca. 35 Gramm. Wir haben ein Loch in der Mitte gelassen, ich werde versuchen, es genau dort zu füllen. Es ist in Ordnung, den Überschuss auf dem Kompost zu behalten, es ist besser. Ich werde die Beutel mit Wärmebehandlung versiegeln. Ungefähr 20-25 Tage werden wir sie in eine dunkle Umgebung stellen. Wir haben diese Komposte am 26. Dezember hergestellt. Heute ist der 31. Dezember. Myzelwachstum scheint normal zu sein. Seit dem Injektionsvorgang ist genau ein Monat vergangen, keine Verschmutzung und Besiedlung ist sehr schön abgeschlossen. Nadeln begannen sich am Boden der Beutel zu bilden. Ich habe auch eine Entlüftung am Boden der Taschen geöffnet. Wie Sie sehen, hat die Sporenfreisetzung begonnen. Ich werde diese Pilze pflücken, und ich werde diejenigen aufräumen, die nicht gewachsen sind. Wir haben im ersten Spülgang insgesamt 233 Gramm Pilze aus 2 Beuteln produziert. 100 Tage vergingen und wir bekommen unseren zweiten Flasch.
Das war unsere dritte Tasche, es wächst ein wenig langsam im Vergleich zu den anderen, aber es kommt in Form von Steinpilzen heraus, sie sind sehr schön. Unsere Pilze wachsen weiter. Ihre Hüte beginnen sich jedoch allmählich zu kräuseln. Wenn die Pilze wachsen, nimmt ihr Geschmack ab, also werden wir sie ernten und wiegen. Ja, diese Pilze wiegen 131 Gramm. Und das sind 103 Gramm. Unser zweiter Flush-Gesamtwert beträgt ebenfalls 234 Gramm. Wir haben es geschafft, fast das gleiche Produkt anzubauen, das wir im ersten Flush produziert haben. 233 plus 234, insgesamt 467 Gramm. Ich denke, es ist ein gutes Ergebnis. Aufgrund des sehr kalten Wetters dauerte dieser Vorgang 100 Tage. Normalerweise sind es 65 Tage. Aus diesen Komposten können 3 Flushes produziert werden, aber ich will es nicht machen. Vielen Dank, dass du mir zuschaust. Wir sehen uns im nächsten Video, tschüss.